Der eine oder andere von euch hat vielleicht mal den Film Annihilation bzw. Auslöschung mit Natalie Portman gesehen. Optisch liefert der Film extrem viele spezielle, verstörende und gleichzeitig schöne Bilder, die ich in keinem Film vorher in der Art je gesehen habe. Und obwohl der Film auf einer anderen Buchreihe basiert, ist Kreloj von Michael Polgar, über das wir heute sprechen, dem Film von seiner Stimmung und auch von den Bildern, die die Erzählung im Kopf hervorruft, sehr, sehr ähnlich. In Kreloj besuchen wir eine fiktive norwegische Insel, die von einer kosmischen Anomalie heimgesucht wird, die sich im Laufe der Handlung mehr und mehr entfaltet. Kreloj ist eine abgelegene Insel, die nur mit Versorgungsschiffen angefahren wird und deren Wahrzeichen ein gewaltiger, spitzer Berg namens Trallhornet ist. Das alles nehmen wir durch die Augen von Stefan und seiner Frau Linnet wahr, die von jetzt auf gleich in ein kosmisches Grauen hineingezogen werden, das die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Eines Tages legt sich ein dichter Nebel über die Insel, der gelegentlich Formen und Muster annimmt, die nicht natürlichen Ursprungs sein können. Kurz darauf bemerkt Siegfried, ein befreundeter Wissenschaftler, dass aus dem Boden seltsame leuchtende Pilze wachsen, die er nie zuvor gesehen hat. Beunruhigt von den Veränderungen und der Atmosphäre, die der ungewöhnliche Nebel auf der Insel verbreitet, gerät die kleine Bevölkerung immer häufiger in Streit miteinander darüber, ob sie die Insel verlassen sollen oder nicht. Eines der Versorgungsschiffe, das noch vor kurzem die Insel beliefert hat, warnt allerdings vor dem Nebel und dem Meer, weil dort etwas Unnatürliches vor sich ginge. Kurz darauf ertönt ein gewaltiger, schmerzender Ton über der Insel und zum Erschrecken der Bewohner ist über der Bergspitze von Trallhornet ab sofort ein Riss im Himmel zu sehen, der in einem Rhythmus pulsiert und leuchtet. Dieses Ereignis verstört die Bewohner der Insel noch mehr, weshalb ein Mann namens Anders versuchen will, die Insel mit einem kleinen Boot zu verlassen, indem er auf das neblige Meer hinausfährt. In den folgenden Tagen wird das Leuchten des Risses immer heller und es bilden sich zunehmend kleine Lager im Ort. Einerseits der wissenschaftliche Flügel, zu dem Siegfried gehört, der sich zwar gleichermaßen vor der Anomalie fürchtet, aber auch ein gewisses wissenschaftliches Interesse daran hat. Und andererseits der esoterische Flügel, der im Auftauchen des Risses eine Art göttliches Zeichen sieht. Während der Riss immer größer wird, gleitet irgendwann ein kronenartiges Licht aus ihm heraus und schwebt ab sofort wie ein böses Omen über der Bergspitze. Bald ist ein kollektives Fisch- und Vogelsterben auf der Insel zu beobachten und die Umgebung und die Flora der Insel werden mehr und mehr verändert. Eines Tages wird Anders toter Körper im Hafen angespült und den Bewohnern wird klar, dass Menschen nicht von der Veränderung verschont werden, die hier scheinbar um sie greift. Der Körper ist über und über mit Korallen und kristallartigen Auswüchsen übersät, die synchron mit dem Licht über der Bergspitze pulsieren. Danach verhärten sich die Fronten der Verbliebenen vollends und die Gemeinschaft bricht größtenteils auseinander, während sich jetzt auch andere Pflanzen und Gegenstände und sogar das Trinkwasser verwandeln, als ob sich ihre materielle Beschaffenheit ändern würde. Siegfried findet mit Stefan und Linnet in den letzten Momenten seines Lebens heraus, dass der Nebel dafür da war, die Umgebung zu kartografieren und dass diese anonyme, fremdartige Macht jetzt versucht, bestehende Dinge in ihrer Vorstellung nachzubilden. Siegfried, der bereits von dieser Verseuchung erfasst wurde, explodiert förmlich vor den Augen von Stefan und Linnet in einer Ansammlung aus leuchtenden Pflanzen und Kristallteilen. Immer mehr Bewohner der Insel verwandeln sich und auch bei Linnet lassen sich erste Anzeichen von Mutation beobachten, sodass das Paar beschließt, ihrem Leben gemeinsam ein Ende zu bereiten, bevor diese Macht sie vollends korrumpiert hat. Ich fand Kreloj extrem spannend, obwohl es bis auf ein paar Handgemenge in der Bevölkerung keinerlei Action gab und wir auch nie den Handlungsort verlassen. Vielmehr sind wir die ganze Zeit einfach hautnah dabei, wie die uns bekannte Realität von einer anonymen Macht übernommen und überschrieben wird, während niemand etwas dagegen tun kann. Das ist auch ein großer Pluspunkt für mich. Wir bekommen hier keine heroischen, klischeebeladenen Kämpfe gegen irgendwelche Lovecraftschen Monster, auch wenn ich das auch ziemlich cool finde, sondern einfach nur das realitätsnahe Bild einer kleinen Gesellschaft und wie sie sich in dieser fremden Bedrohung versucht zurechtzufinden. Spätestens nach der Hälfte der Geschichte wird einem klar, dass uns keine Action und kein Pathos erwarten wird. Aber das ist völlig okay, weil wir es hier mit ganz normalen Menschen zu tun haben. Niemand hier ist ein Superheld oder eine Leitfigur. Niemand weiß, was es mit der Anomalie auf sich hat und wie man ihr begegnen muss. Alle nehmen einfach nach und nach auf die eine oder andere Weise diese übermächtige Veränderung an. Auf eine Art ist Kreloj aber nicht nur ein Cosmic-Horror-Roman, sondern durch unsere beiden Hauptcharaktere Stefan und Linnet auch eine Liebesgeschichte. Die beiden stehen der Anomalie bis auf wenige Ausnahmen immer zu zweit gegenüber und geben einander Halt, weswegen sie es, glaube ich, nur so lange schaffen, bei Verstand zu bleiben. Die ganze Erzählung über wird glaubhaft deutlich, dass wir es mit einem sich wirklich liebenden Paar zu tun haben, für die schon immer galt, dass sie alles zusammen durchstehen, auch wenn es das Ende der Welt sein sollte.
Deutlich wird das zum Beispiel in den Beschreibungen ihres Zuhauses, das sich wie alles andere auch mehr und mehr verändert. Der Autor schafft es wirklich gut, so Kleinigkeiten eines Paars einzufangen, die ein Zusammenleben besonders machen. Gegenstände, denen Erinnerungen anhaften oder charakteristische Gesten des jeweils anderen. Wie die beiden miteinander umgehen, ist wirklich schön und dient auch uns als Lesern irgendwie als emotionaler Anker inmitten all dieses Wahnsinns, der sich über die Insel legt. Siegfried als Nebencharakter ist unsere Bezugsperson, wenn es darum geht, mehr über die Geschehnisse herausfinden zu wollen. Immer wenn er aufgetaucht ist, war ich happy, weil auch ich neugierig war und mehr über den Riss erfahren wollte und er in der Regel auch immer etwas Neues herausgefunden hatte. Oder zumindest eine These in den Raum gestellt hat. Im Grunde genommen bin ich bei vielen Geschichten, so wie der hier, aber auch froh, wenn wir nicht zu viele Antworten auf die Mysterien bekommen, weil das ein wichtiger Bestandteil dieser typischen Furcht vor dem Unbekannten ist. Auch wenn ich eben gar nicht von ihm gesprochen habe, will ich den Hafenmeister Karl noch kurz als Nebencharakter erwähnen. Er ist nämlich auch ein gutes und sehr menschliches Beispiel dafür, wie jemand, der früher Ansehen und Respekt im Ort genossen hat, zunehmend an Autorität verliert in Angesicht eines solchen Unheils. Dabei versucht er bis zum Schluss die Gemeinschaft zusammenzuhalten und alle in Sicherheit zu bringen. Aber auch er muss am Ende einsehen, dass er gegen diese außerweltliche Macht keine Chance hat. Bei allen Charakteren kommt es gut rüber, dass es sich um eine kleine Gemeinschaft von kaum 50 Menschen handelt, die sich alle untereinander kennen, meistens sogar mit Namen. Immer wieder beschreibt uns Stefan, wie sich diese oder jene Person verhält oder was Familie so und so gerade so macht. So bekommen wir den Eindruck, dass um unsere Hauptcharaktere herum noch eine ganze Gemeinschaft anderer Menschen lebt, die alle ihre eigenen Gedanken zu der Anomalie haben und sich auf diese oder jene Seite schlagen. Am meisten Spaß hat mir in Krelloy die Atmosphäre gemacht. Die hatte nämlich eigentlich alles, was ich an Geschichten so gerne mag. Und obwohl ich kein besonderer KI-Fan bin, hat ChatGPT die Illustrationen, finde ich, ganz gut hinbekommen. Zumindest hatte ich oft ähnliche Bilder im Kopf, als ich das Buch gelesen habe. Diese Abgeschiedenheit einer nordischen Insel mitten in der Nordsee kam einfach extrem gut rüber. Auch die Angst vor dem Unbekannten, aber auch dem Meer wird vor allem in der ersten Hälfte deutlich. Am Anfang scheint das offene Meer nämlich noch entgegen aller Hoffnung wie der einzige Rettungsweg von der Insel. Aber spätestens nachdem Anders wieder nach Krelloy zurückgespült wird, wird deutlich, dass auch das Meer keine Option mehr zur Flucht ist, weil diese außerirdische Macht auch bereits hier die ganze Atmosphäre vereinnahmt hat. Wie am Anfang schon gesagt, hat mich sehr vieles in der Geschichte an Annihilation erinnert. Auch da beobachten wir nämlich, wie eine unbekannte Macht versucht, unsere bekannte Realität mit Flora und Fauna und allem drum und dran zu rekonstruieren, dabei aber uns bekannte Naturgesetze komplett über den Haufen wirft und Gebilde hervorbringt, die es gar nicht geben können sollte. Trotzdem hat sich Krelloy nicht wie ein billiges Rip-Off des Films gelesen, sondern funktioniert sehr gut als eigenständige Geschichte, die auf eigenen Beinen steht. Aber auch Einflüsse von Der Nebel von Stephen King und Die Farbe aus dem All von Lovecraft sind hier zu spüren. Obwohl die Bedrohung durch diese kosmische, fremde Macht mit jeder umgeblätterten Seite auf der Insel deutlicher wird, fühlt es sich aber nie wie ein gezielter Angriff auf die Menschheit an. Vielmehr ist das, was in Krelloy passiert, genretypisch einfach ein großer Zufall. Ungefähr als würden wir Menschen einfach so aus Neugier und Entdeckerdrang einen Ameisenhaufen einreißen, um zu sehen, was dahinter steckt. Obwohl das Buch mit der kompletten Übernahme der Insel durch die fremde Macht und den Selbstmord von Stefan und Lynette echt kein Happy End hat, war ich begeistert davon, wie gut das Buch diese bedrohliche und gleichzeitig irgendwie schöne Veränderung unserer Realität beschrieben hat. Es ist ja ein generelles Thema vom Cosmic Horror Genre, die Bedeutungslosigkeit der Erde und der menschlichen Rasse im Vergleich zu großen außerweltlichen Mächten darzustellen, die wir mit unserem Intellekt nicht begreifen können. Aber gerade durch die Liebesgeschichte von Stefan und Lynette wird diese Bedeutungslosigkeit ein Stück weit geschmälert, weil die beiden sich dazu entschließen, mit den Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben abzutreten, anstatt sich wie die anderen mit der Zeit in ein fremdartiges Konstrukt zu verwandeln, das wahrscheinlich sogar von einer anonymen Macht kontrolliert wird, die hinter dem Riss lebt. Trotz der Ausweglosigkeit ihrer Situation entscheiden sie sich dafür, als Menschen zu sterben, mit all der Bedeutung, die sie in ihrem eigenen Leben im Laufe der Jahre gegeben haben. Wenn man also eine Lehre aus dem Buch ziehen möchte, dann könnte es sein, dass wir trotz der großen Bedeutungs- und Sinnlosigkeit des Universums jederzeit in der Lage sind, dem Leben unsere ganz eigene Bedeutung zu verleihen und es dadurch zu etwas Wertvollem zu machen. Ich liebe es einfach, wenn ich unerwarteterweise auf so geile Bücher stoße. Krelloy macht genau den richtigen Spagat zwischen bekannteren, im Genre beliebten Geschichten und einer eigenen Vision, die sich glaubhaft und nicht einfach wie eine billige Kopie anfühlt.
Den Twist in eine Lovecraftsche Horrorgeschichte über unheimliche Anomalien im Weltall, eine Liebesgeschichte einzuweben, fand ich gelungen und sehr spannend. Wer in Krölløy allerdings Scharen an Monstern und vielleicht auch ein paar große Alte erwartet, also gottähnliche Entitäten im Lovecraft-Kosmos, der ist hier vielleicht nicht so gut mit bedient. Die Handlung entfaltet sich schleichend, aber auf gar keinen Fall langweilig. Im Gegenteil, es werden eigentlich fast alle Aspekte abgegrast, die man sich so wünschen würde. Was hat es eigentlich mit dem Nebel auf sich? Wie verhält sich eine Ortsgemeinschaft bei einer solchen Katastrophe? Und wenn die Pflanzen so verändert werden, kann das dann auch auf Menschen übergreifen? Kein Kapitel zieht sich zu lange oder liest sich irgendwie langatmig, stattdessen ist alles in gut portionierte Abschnitte verpackt, die jedes Mal etwas Neues erzählen. Soweit ich weiß, ist das Buch bisher nur auf Englisch erhältlich, aber ich fand, es war nie zu kompliziert geschrieben, so dass man mit normalen Englischkenntnissen schon gut verstehen kann, was da alles passiert. Wenn ihr also Lust auf eine kurzweilige, atmosphärische und gut geschriebene Cosmic Horror Love Story habt, dann kann ich euch Krölløy nur ans Herz legen. Außerdem ist das Cover ja wohl einfach nur absolut geil, oder was? Also wer da nicht zugreift, ist selbst schuld. Habt ihr Krölløy schon gelesen und wie hat euch das Buch gefallen? Schreibt mir eure Meinung gern mal in die Kommentare und abonniert doch gerade noch den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft mehr meiner Videos sehen wollt. Danke für eure Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.